Wir leben in einer Welt der Mauern. Finanzielle Mauern, digitale Mauern, regulatorische Mauern. Sie werden jeden Tag höher, undurchdringlicher. Sie wollen uns einsperren, uns Europäer, in unserem eigenen, immer enger werdenden Käfig. Sie wollen uns kontrollieren, uns den Zugang zu den besten Werkzeugen, den besten Möglichkeiten verwehren. Sie wollen uns klein halten, in unserem goldenen Hamsterrad aus hohen Gebühren, mickrigen Zinsen und immer weniger Freiheit, während die globale Elite nach ihren eigenen Regeln spielt. Und nirgendwo ist diese Mauer höher, dieser Club exklusiver als im Herzen des globalen Finanzimperiums, dem amerikanischen Kreditkartensystem. Es ist ein Universum aus unvorstellbaren Vorteilen, aus Meilen, die dich First Class um die Welt fliegen lassen, aus Punkten, die dir Luxushotels bezahlen, aus Loungezugängen, die das Reisen erträglich machen, aus einer Welt, in der du in jeder Währung bezahlen kannst, ohne dass dir gierige Banken absurde Auslandseinsatzgebühren abknöpfen. Ein Paradies für jeden, der global lebt, denkt und Geschäfte macht. Aber der Türsteher ist brutal. Ohne amerikanische Sozialversicherungsnummer SSN kommst du hier nicht rein. Das ist die eiserne Regel. Das ist die Mauer, die dich, den Deutschen, den Österreicher, den Schweizer draußen hält. Du bist nicht Teil des Clubs. Du sollst es auch nicht sein. Aber was, wenn ich dir sage, dass es einen Weg gibt, diese Mauer zu zertrümmern? Einen Schlachtruf nach Freiheit, der in den historischen Mauern von Edinburgh widerhallt. Was, wenn ich dir sage, dass es einen Schlüssel gibt, der dir die Tür zu diesem exklusiven Club öffnet, selbst wenn du kein US-Bürger bist, keinen Wohnsitz in den USA hast und keine SSN besitzt? Dieser Schlüssel ist kein einfacher Trick. Es ist eine strategische Waffe. Es ist die US Limited Liability Company, LLC. Und genau diesen Schlüssel, diese Waffe, schmieden wir gemeinsam auf unserer Braveheart LLC Masterclass in Edinburgh. Ein Ort getränkt in der Geschichte des Freiheitskampfes außerhalb der EU, der perfekte Ort, um deine eigene Unabhängigkeit zu planen. In nur 1,5 Tagen erhältst du nicht nur das komplette Wissen, um dem EU-Wahnsinn zu entkommen, sondern du bekommst deine eigene, fix und fertig gegründete US-LLC im Wert von über $2.500 geschenkt. Und das Wichtigste, diese LLC ist dein Generalschlüssel, denn sie ermöglicht dir den Zugang zur ETIN, der amerikanischen Steuernummer für Ausländer. Und diese Steuernummer als Alternative zur SSN ist der Dietrich, der das Schloss zur amerikanischen Kreditkartenwelt aufbricht. Alle Informationen zur Braveheart Masterclass, bei der dein Partner übrigens kostenlos mitkommen kann, findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns das Königreich betreten, das sie dir vorenthalten wollen. Lass uns den Code knacken. Die ETIN, Individual Taxpayer Identification Number, ist der entscheidende Hebel. Sie zu bekommen, ist ein bürokratischer Albtraum, keine Frage. Auf Reddit liest man die Leidensgeschichten. Hab mein Formular W7 für die ITIN vor 6 Monaten eingereicht, über meine LLC, immer noch keine Antwort vom IRS. Dieser Prozess ist die Hölle, aber ohne ITIN keine US-Karten. Ein anderer schreibt auf X, endlich meine ITIN dank der LLC bekommen. Hat ewig gedauert, aber jetzt beginnt das Spiel erst richtig. Es erfordert Geduld und die richtige Strategie. Eine Strategie, die du bei uns bekommst. Sobald du diese magische Nummer hast, öffnet sich die erste Tür. Du kannst ein privates amerikanisches Bankkonto eröffnen und damit bist du bereit für den ersten Schritt im Kreditkartenspiel. Für das Geschäftskonto der LLC brauchst du übrigens keine ITIN. Dieses eröffnen wir ebenfalls für dich als Teil unseres umfangreichen LLC-Leistungspaketes. Dein erstes Ziel sollte eine Karte sein, die einfach zu bekommen ist und dir sofort einen unschätzbaren Vorteil bietet. Keine Auslandseinsatzgebühren. Vergiss die mickrigen europäischen Karten, die dich bei jeder Transaktion außerhalb der Eurozone mit 2-3% zur Kasse bitten. Das ist Diebstahl am helllichten Tag. Die Bank of America. Travel Rewards Credit Card ist oft der perfekte Startpunkt. Viele unserer Klienten bekommen sie als erste Karte. Warum? Keine Jahresgebühr. Einfache 1,5 Punkte pro Dollar auf alle Einkäufe, egal wo auf der Welt. Diese Punkte sind rund 1% Cashback wert, einlösbar für Reiseausgaben. Aber der wahre Schatz, keine Auslandseinsatzgebühren. Stell dir vor, du lebst als digitaler Nomade in Asien, zahlst alles in Baht oder Rupia mit deiner US-Karte und sparst jeden Tag bares Geld.
Dazu Basisreiseversicherungen. Es ist der solide Grundstein deiner amerikanischen Kreditreise. Eine ähnliche Option ohne Jahresgebühr ist die Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card. Auch hier 0 Jahresgebühr, einfache 1,5% Cashback auf alles und keine Auslandseinsatzgebühren. Oft gibt es einen kleinen Startbonus. Ein solides Werkzeug gegen die europäische Abzocke. Wenn du bereit bist, eine kleine Jahresgebühr zu zahlen, öffnet sich eine neue Welt. Die American Express Gold Card ist der Liebling vieler. $250 Jahresgebühr, aber 4 Punkte pro Dollar in Restaurants weltweit. Das ist gigantisch. Plus 4-mal in US-Supermärkten und 3 Punkte pro Dollar für Flüge. Amex-Punkte sind extrem wertvoll, übertragbar zu vielen Airlines und Hotels. Die Jahresgebühr wird durch Credits für Essenslieferungen bis zu $120 und Uber bis zu $120 fast ausgeglichen. Keine Auslandseinsatzgebühren. Ein Muss für jeden, der gerne gut isst und reist. Die Bank of America Premium Rewards Credit Card kostet $95. 2 Punkte auf Reisen, Essen, 1,5 Punkte auf alles andere. Der Clou ist das Preferred Rewards Programm. Hast du hohe Einlagen bei BOA, kriegst du 25 bis 75% Punktebonus. Dann wird die Karte richtig stark, aber die Punkte sind weniger wert als bei Amex/Chase. Die Capital One Venture Rewards Credit Card für $95 gibt dir 2 Meilen pro Dollar auf alles, 5 Meilen im Portal. Die Meilen sind übertragbar. Du bekommst Lounge-Zugang und Global Entry Credit. Ein starker Allrounder. Jetzt betreten wir die Welt der Premium-Karten. Hier beginnt der wahre Luxus. Die Capital One Venture X Rewards Credit Card für $395. Sie ist die Venture auf Steroiden. 10 Meilen für Hotels, Mietwagen im Portal, 5 Meilen für Flüge im Portal, 2 Meilen auf alles andere. Aber jetzt kommt's. Du bekommst jedes Jahr $300 Reiseguthaben plus 10.000 Meilen Bonus. Das allein macht die Jahresgebühr wett. Dazu Top-Lounge-Zugang und Hotelstatus. Eine unglaubliche Karte, wenn dein Kreditscore exzellent ist. Über 750. Die Legenden im Premium-Segment Chase und Amex Platinum. Die Chase Sapphire Preferred Card für $95. Klingt günstig? Ist sie auch. Aber die Chase Ultimate Rewards Punkte sind pures Gold. Im Portal nur 1 Cent wert, aber transferiert zu Hyatt oder Airlines holst du 5 bis 10 Cent pro Punkt raus. Der 60.000 Punkte Bonus ist also $3.000 bis $6.000 wert. Dazu Top-Reiseversicherung. Das Flaggschiff Chase Sapphire Reserve. $550 Gebühr. Punkte sind 1,5 Cent im Portal wert, 3 Punkte auf Reisen, Essen weltweit. Jährliches $300 Reiseguthaben, super einfach einzulösen. Bester Priority Pass Zugang, inklusive Restaurants und beste Versicherungen. Für Vielreisende trotz Gebühr oft die beste Karte. Und die Ikone The Platinum Card from American Express. $695 Gebühr. Weniger zum Punktesammeln, 5-mal nur auf Flüge, mehr eine Status- und Perk-Maschine. Unzählige Credits, Hotels, Uber, Streaming etc. Der beste Lounge-Zugang der Welt, Centurion, Delta etc. Hotelstatus, ein Statement. Wie spielst du das Spiel als Ausländer mit LLC und ITIN? Starte einfach. Bank of America Travel Rewards oder Capital One Quicksilver. Baue deinen Credit Score auf. Baue Ökosysteme. Konzentriere dich auf Amex oder Chase. Sammle wertvolle, transferierbare Punkte. Optimiere den Rest. Nutze eine Karte wie Venture X für alle anderen Ausgaben, 2-mal Meilen. Sei geduldig. Ein Topscore, 750 plus, braucht Zeit. Zahle immer pünktlich und vollständig. Kenne die Hürden. Ohne US-Einkommensnachweise wird es schwer, besonders bei Premium-Karten. Amex Global Transfer kann helfen. Bei Chase Capital One brauchst du oft einen Topscore und Nerven für die Reconsideration Line. Auf X schreibt jemand: Hab nach 2 Jahren endlich meine Chase Sapphire Reserve mit ITIN dank LLC bekommen. Score 780. Musste 3-mal bei Reconsideration anrufen. Aber jetzt, First Class nach Dubai mit Punkten. Ein anderer warnt auf Reddit: LLC und ITIN ist der Weg, aber seid ehrlich beim Einkommen. Amex und Chase können Nachweise fordern. Wenn ihr die nicht habt, seid ihr raus. Das ist das Spiel. Es ist nicht einfach. Aber es ist der Weg raus aus der europäischen Gebührenhölle, rein in die Welt der smarten Reisenden.
Und jetzt kommt der nächste entscheidende Schritt. Sobald du deinen persönlichen US-Kreditscore aufgebaut hast, öffnet sich die Tür zum Business Credit für deine LLC. Das bedeutet Zugang zu noch höheren Kreditlinien, zu Geschäftskrediten, zu Finanzierungsmöglichkeiten, von denen du in Europa nur träumen kannst. Und das alles getrennt von deiner persönlichen Bonität. Deine LLC wird nicht nur zum Steuersparmodell und Steuernummervehikel, sie wird zu deiner eigenen amerikanischen Finanzierungsmaschine. Das ist der ultimative Hack. Der Weg in die finanzielle Souveränität. Und er beginnt mit einem einzigen Schritt: dem Mut, die Mauer einzureißen. Dem Mut zur LLC, dem Mut zur Braveheart Masterclass. Bist du bereit, das Spiel zu spielen? Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.